Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie. Wir haben ihn euch so oft gezeigt und nie durften wir ihn selber bewegen. Aber jetzt in diesem Video möchten wir euch einen kompletten Fahrbericht geben vom neuen Porsche Cayenne. Und hier ist er nun also, der Porsche Cayenne in der dritten Generation. Und ein Fun Fact direkt zu Anfang: 2002 ist der erste Cayenne auf den Markt gekommen und intern waren sich alle nicht so ganz sicher, was dieses Fahrzeug so wirklich auf dem Markt zu suchen hat, beziehungsweise er war ein wenig umstritten. Und jetzt ist er kaum mehr wegzudenken. Da der Cayenne gleich 3 Fahrzeuge in einem sein soll, ist auch das Design ein bisschen verändert worden. Was soll er sein? Er soll zum einen ein Sportwagen sein, also der Fahrspaß und die Dynamik soll auf jeden Fall da sein. Zum anderen soll er ein Geländewagen sein, also Offroad-Fähigkeiten mitbringen, und er soll eine Reiselimousine sein, also auch mal längere Strecken entspannt und komfortabel zurücklegen. Schauen wir uns einfach mal die Front als erstes an und man sieht schon, die Motorhaube, die neigt sich so wirklich nach unten. Das schafft natürlich Sportlichkeit und lässt das Fahrzeug ein bisschen abnehmen, sodass es ein bisschen sportlich schmaler wirkt, wenn man es so ausdrücken kann. Gleichzeitig haben wir aber eine sehr präsente Front, einen breiten Grill mit großen Lufteinlässen. Klar, Sportlichkeit sieht man auch hier, aber eben auch diesen SUV-Charakter, also einen festen Auftritt auf dem Boden. Serienmäßig kommt der Cayenne übrigens mit LED-Scheinwerfern, man kann aber auch upgraden auf Matrix-LED-Scheinwerfer. Entsprechend der 3 Charaktere, die der Cayenne in sich vereint, ist er länger, flacher und auch ein klein wenig breiter. Das schafft die Sportlichkeit, nimmt ein bisschen dieses Klotzartige vom SUV, was ich gar nicht negativ meine, und schafft dieses Prachtstück, was ihr hier sehen könnt. Wir sehen dazu eine schön abfallende Dachlinie, allerdings nicht zu sehr, damit der Charakter des Cayenne nicht komplett verschwommen wirkt. Wir haben hier übrigens serienmäßig eine Mischbereifung und serienmäßig kommt er mit 19 Zoll Felgen. Wir haben jetzt hier allerdings das Maximum, nämlich 21 Zoll Felgen, und die stehen ihm richtig gut. Vielleicht habt ihr schon von selbst bemerkt, vielleicht aber auch nicht, darum weise ich euch darauf hin, der Cayenne hat tatsächlich wenig Kunststoff außen. Und wenn, dann ist es immer nur im unteren Bereich. Was bewirkt das? Wir haben die Offroad-Fähigkeit, wir machen uns nicht so schnell alles untenrum mit kleinen Steinschlägen kaputt, aber die wunderschöne Optik wird nicht durch zu viel Kunststoff unterbrochen. Die breiten Hüften, die charakteristisch für den Cayenne sind, die hat er selbstverständlich behalten und darüber freue ich mich sehr. Was allerdings hinzugekommen ist und eine der großen Neuerungen hier beim Cayenne ist das durchgehende Lichtband, das wirklich beide Rückleuchten miteinander verbindet. Und was ich ein sehr schönes Detail finde, ist, der Porsche-Schriftzug selbst ist dahinter versteckt. Direkt darunter seht ihr den Schriftzug Cayenne S, was für natürlich das Modell steht, was wir hier stehen haben. Und damit verbunden haben wir auch diese 4 schönen Endrohre. Dahinter verbirgt sich selbstverständlich auch ein Kofferraum mit 770 Litern Kofferraumvolumen. Wenn wir alles umklappen, kommen wir auf 1710 Liter Volumen. Wenn wir übrigens den Turbo haben, dann haben wir so ungefähr immer 30 Liter weniger Kofferraumvolumen. Preislich startet der neue Cayenne bei knapp 74.000 Euro. Für 91.000 Euro gibt es dann den Cayenne S, wie wir es haben. Oder auch, wer es noch etwas schneller braucht, gibt es noch den Turbo. Der fängt dann bei 138.000 Euro an. Wem diese 3 Motorisierungen aber auch nicht zusagen, der kann eventuell noch warten. Ein kleines Vögelchen hat mir schon gezwitschert, da kommen noch mindestens 2 weitere Motorisierungen. Kommen wir aber zu unserem Aggregat. Kennen wir eventuell schon aus anderen Modellen, die wir euch schon von Porsche vorgestellt haben. Ein 2,9 Liter V6R Biturbo. Die Turbos sitzen zwischen den Zylindern, was uns ein super spontanes Ansprechverhalten im Fahrzeug dann wiederum gibt. 440 PS, 550 Newtonmeter und für ein Fahrzeug dieser Größe enorme Fahrwerte. Gekoppelt sind alle diese Motoren an ein 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe. Warum kein PDK? Weil der Cayenne eben auch eine Zugmaschine bis 3,5 Tonnen ist und dafür eignet sich ein Wandlergetriebe deutlich besser, auch weil der Cayenne Offroad-Fähigkeiten hat. Alle Modelle haben nämlich bis zu 240 mm Bodenfreiheit, dementsprechend auch 525 mm Wartiefe, also durchs Wasser über 50 cm und einen Rampenwinkel von über 21 Grad. Dazu passend
Abschließend hat er auch neue Offroad-Modi, die schauen wir uns gleich noch innen im PCM an. Da kann man die nämlich einzeln anwählen und auch genau sehen, was vom Antrieb her passiert. Was ich aber auch noch erwähnen wollte, ist die Wankstabilisierung per 48 Volt System. Dieses 48 Volt System hat man dann aber auch nur im Cayenne, wenn man die Wankstabilisierung bestellt, und diese kann die Fahrzeugkarosserie in Waage halten, und das bis zu einer Querbeschleunigung von 0,5 G. Das funktioniert über den Stabilisator, der ist in der Mitte getrennt und der wird, wie gesagt, über 48 Volt angesteuert und reguliert dann. Die Karosserie hält sich schön in Waage. Das heißt, hochdynamisches Fahren ist auch mit so einem großen Fahrzeug möglich. Und abschließend für alle, die sagen, der Cayenne ist kein Porsche: Wir haben nicht nur die Batterie aus dem GT3 jetzt im neuen Cayenne, die mal ganz nebenbei 10 Kilo Gewicht einspart, sondern wir haben auch die Mischbereifung, die eigentlich für den 911er etc. bereitgehalten wird, und wir haben auch eine aktive Hinterachslenkung, das heißt leichtes Gegenlenken bei Geschwindigkeiten bis 80 km/h, was den Wendekreis um über 0,5 Meter reduziert, und auch dann bei höheren Geschwindigkeiten eine höhere Stabilität. Ein neuer Tag ist angebrochen, wir haben wieder Licht und Sonne und das nutzen wir, um euch den Cayenne jetzt von innen vorzustellen. Und ja, er erinnert so ein bisschen an den Panamera, so möchte ich es ausdrücken, einfach weil wir da so ein bisschen die Designsprache kennengelernt haben. Aber es gibt einige Änderungen, die der Panamera nicht hat, die wirklich Cayenne-typisch sind. Beginnen wir einfach mal damit. Das sind nämlich zum Beispiel diese Haltegriffe, die wir nicht nur an der Tür finden, sondern hier auch tatsächlich in der Mitte, um sich gegebenenfalls richtig reinzuziehen, festzuhalten, sowas alles. Im Gegensatz zum Panamera ist auch hier dieser Übergang nach vorne von der Mittelkonsole nach oben praktisch auch etwas anders. Ebenfalls die Luftdüsen darunter. Werfen wir dann einen Blick allgemein aufs Design hier im Cayenne. Es ist alles bei unserem Exemplar sehr ton in ton gehalten. Das variiert natürlich je nachdem, was ihr möchtet. Die Sitze komplett einfarbig bei uns, allerdings perforiert und haben auch nochmal so Stege mit eingenäht aus Leder, sodass da doch noch ein bisschen Abwechslung mit reinkommt. Leder findet sich dann auch hier in diesem Bereich wirklich komplett einmal rund herum, auch an den Türen zum Beispiel. Und ansonsten finden wir noch Elemente wie Hochglanz, einmal hier und natürlich auch in Form der Mittelkonsole, dort wird alles bedient. Dann haben wir noch so Zierleisten, wie ich sie nenne, eingelassen. Einmal mit diesem Metalloptik und da drin dann aber noch so ein Muster, was wir uns aussuchen können. Hier sowas, ja, Carbon-Erinnerndes nennen wir es einfach mal so. Ich finde es sehr schön, weil dadurch nicht zu viel Aufregung reinkommt. Das ist alles schlicht gehalten, funktional gehalten, aber trotzdem elegant. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole den 12,3 Zoll Touch-Display mit wirklich allem, was wir brauchen. Stichwort WLAN etc. Also es ist wirklich so viel drin. Man könnte ein eigenes Video von machen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch neu und auch serienmäßig eine Online-Sprachbedienung, die tatsächlich nicht nur uns beim Navigieren hilft, also dass wir eine neue Adresse eingeben können, sondern sogar zum Beispiel die Klimaanlage verändert, wenn wir sowas sagen wie uns ist zu warm. Dann haben wir hier direkt über dem Lenkrad das neue digitalisierte Cockpit. In der Mitte haben wir eine analoge Anzeige, links und rechts dann jeweils 7 Zoll Displays. Stichwort Sprachbedienung, dann können wir selbstverständlich auch am Lenkrad selbst ganz viel einstellen, Modi etc. Oder wir haben neben dem Touch-Display auch hier unsere Kommandozentrale in der Mittelkonsole. Und da wollte ich mal kurz auf etwas hinweisen. Und zwar, es ist nicht beleuchtet, weil wir es nicht haben. Aber hier steht das kleine Wörtchen E-Power. Ich hoffe, man kann es mit der Kamera einfangen. Und das sagt uns eins, nämlich, dass demnächst ein Plug-in-Hybrid kommen wird. Kommen wir zum Fond des neuen Cayenne, und da sehen wir direkt hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter. Platz ist hier überhaupt kein Thema. Auch nach oben hin sind noch 4 Finger Platz. Zudem haben wir eine schöne Aussicht durch das optionale Panoramaglasdach. Aber auch Komfort ist hier hinten ähnlich, wenn nicht gar gleich gut wie vorne. Denn wir haben nicht nur Sitzheizung, nicht nur 4 Zonen Klimaautomatik, sondern auch Sitzbelüftung auf den äußeren Vorsitzen. Und diese 2 Passagiere können dann auch 2 USB-Geräte hier unten aufladen. Kommen wir kurz zu den Assistenten und auch zu den Offroad-Modi. Assistenten deswegen, weil wir nicht ausreichend Streifen hier immer auf der Straße haben.
aber ich möchte euch kurz erklären. Das heißt, hier auf der Seite haben wir den ACC mit Distanzregelung und den dann auch als Stauassistent, beziehungsweise später, beziehungsweise im Frühjahr 2018 gibt es das Ganze auch nochmal mit Baustellenassistent und Engstellenassistent, wo wirklich nochmal die Lücke etwas kleiner werden kann. Zudem haben wir hier einen Nachtassistent, den können wir dann aktivieren und der markiert uns dann auch direkt Personen und Tiere gelb, sodass wir die etwas früher sehen, als wir die vielleicht sogar mit dem Matrix-LED sehen. Und dann gehen wir mal weiter rein hier in den Offroad-Modus. Also wir haben insgesamt, seht ihr hier, 5 Modi. Wir können aber auch natürlich Sport, Sport Plus und so weiter wählen. Wir können auch die Dämpfer hier extra wählen. Aber jetzt zu den wichtigen Offroad-Modi. On-Road ganz normal. Wir können auch hier immer das Fahrniveau wählen, wie er quasi mit der Luftfederung wohlgemerkt dann sitzt. Und dann haben wir die Modi Gravel, das heißt hier vorne ist die Sperre bei 50, hier hinten auch bei 50. Bei Matt ist die Mitte komplett gesperrt, hinten auf 50. Bei Sand nochmal das gleiche, das Fahrniveau gleicht sich dann auch nochmal etwas an. Und bei Rocks, da fährt er dann komplett nach oben und Mitte sowie Hinterachsdifferential sind komplett gesperrt. Das Schöne an der Dreikammer-Luftfederung, die zugegebenermaßen optional ist wirklich die Spreizung, die wir damit erreichen können durch diese 3 Kammern. Das heißt, aktuell sind wir im Normalniveau und wirklich bewegen uns auf einem Level wie mit eben der Reiselimousine von Porsche, dem Panamera, wenn nicht gar noch etwas komfortabler, weil wir auch natürlich mehr Federweg haben. Und das Ganze lässt sich aber auch relativ schnell hier am Lenkrad verändern. Wenn wir auf Sport Plus gehen, dann wird nämlich nur eine Kammer von diesen 3 benutzt. Und das ganze Fahrzeug, der Aufbau wird direkt sehr viel straffer und dynamischer. Nicht zuletzt natürlich auch die Kennlinien. Was wir zudem auch haben, was nicht nur das Komfortniveau erhöht, sondern auch die Dynamik, ist eben die Wangenstabilisierung auf 48 Volt Basis. Das heißt, die Karosserie bewegt sich in der Seitenneigung kaum, weil diese 0,8 G bzw. mehr als 0,8 G, die muss man auch erstmal erreichen. Und auf normalen Landstraßen, bin ich ganz ehrlich, ist das schon eine herbe Aufgabe, die zu erreichen. Und bis zu dem Level hin haben wir wirklich einen sehr geraden Aufbau, der wirklich durch die Kurven einfach durchzieht und zudem natürlich auch insbesondere die Fondpassagiere nicht so durchschüttelt. In Summe heißt das, Papa könnte hier vorne Spaß haben, während die Kids im Fond kaum was davon mitbekommen. Vom generellen Fahreindruck muss man zugeben, ja, man merkt, man sitzt höher, aber vom typischen Popometer her muss man sagen, man spürt es nicht so wirklich, denn die Fahrdynamik ist schon nicht unbedingt einem SUV zuzuschreiben, sondern wirklich eher einer Limousine, einer sportlichen Limousine. Und das haben wir auch schon beim Technik-Workshop gesehen, wie quer so ein Cayenne durchaus unterwegs sein kann. Reiselimousine, Sportwagen, Geländewagen. Aber was davon ist der neue Cayenne? Schlichtweg einfach alles in einem. Er ist eine super Kombination aus allen Tugenden, die Porsche ausmacht. Und dementsprechend auch nicht nur der Beste in seinem Segment, sondern auch vielleicht einer der besten Porsche, die wir aktuell für Geld erwerben können. Und wer uns das jetzt nicht ganz abkauft, der darf sich gerne nochmal den Technik-Workshop anschauen und sehen, wie hochdynamisch der Cayenne Turbo auf der Rennstrecke sein kann. Und wie gefällt euch der neue Porsche Cayenne? Ist das ein Fahrzeug, was ihr euch gerne zulegen würdet? Findet ihr auch, dass diese 3 Charaktere gut in diesem Fahrzeug verbunden sind? Oder sagt ihr, das fehlt mir noch, das brauche ich noch oder deswegen gefällt mir der Wagen leider gar nicht? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, löst eine kleine Diskussion aus und wir mischen wie immer mit. Ansonsten hoffen wir, dass dieses Video euch gefallen hat und informativ war. Wenn dem so war, dann gebt ihr doch einen Daumen hoch und lasst doch auch noch ein Abo da, es ist kostenlos. Wenn ihr dann noch die kleine Glocke aktiviert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!